Film zeigt den Streifen Sechstagefahrt in Považská Bystrica. Považská Bystrica, Tschechoslowakei. Diese westslowakische Stadt war vor nicht allzu langer Zeit der Motorwelt kaum bekannt. Erst als der internationale Motorradverband FIM beschloss, den 52. Jahrgang der internationalen Sechstagefahrt in der Tschechoslowakei abzuhalten, begann der Name dieser Stadt im Bewusstsein der Sportfahrer Fuß zu fassen, um sich dann im September 1977 unauslöschlich in ihre Herzen und Erinnerungen einzuschreiben. Als erste traten die Vertreter Dutzender Motorradwerke, der Kundendienste und Zulieferindustrie in der Stadt ein. Sie füllten den Raum um das Stadion, das Herz der Sick Days. Sie hatten für die Wettbewerbsfahrer die besten materiellen Bedingungen und einen perfekten Kundendienst bereitzustellen, sollten die Gütewerte ihrer Erzeugnisse in einer weltweiten Konkurrenz die Probe auf Exempel bestehen. Wie immer ging es am Barum-Servicestand recht lebhaft zu. Außer den Tschechoslowaken hatten auch zahlreiche ausländische Fahrer Barum-Reifen aus Gottwaldorf aufgezogen. Zündkerzen Pall genießen heute bereits Weltruf. Den tschechoslowakischen Stoßdämpfern von Autopal gaben nicht nur alle tschechoslowakischen Fahrer, sondern auch einige Kanadier, die auf Java-Maschinen fuhren, und viele weitere den Vorzug. Diese Stoßdämpfer haben nämlich stärkere Kolbenstangen und sind zerlegbar. Susie Mann, die Berichterstatterin einer kalifornischen Wochenschrift, wertete hoch die Tatsache, dass das Java-Werk für die Journalisten vollkommen neue Wettbewerbsmaschinen derselben Qualität zur Verfügung gestellt hatte wie jene der Rennfahrer. Alle 29 angemeldeten Motorradmarken mussten sich einer Geräuschkontrolle unterziehen und bei den festgesetzten Drehzahlen durfte der Lärmpegel nicht größer sein als 105 Dezibel. Bei der technischen Abnahme werden einige Hauptteile der Maschinen mit Reagenzfarbe gekennzeichnet oder plombiert. Eduard Hau vom Profiteam der Bundesrepublik ging unter Aufsicht seines Managers Messner gelassen zur technischen Abnahme. Alle Java-Motorräder wurden schon im Werk sorgfältig vorbereitet, die tschechoslowakischen Fahrer waren gut in Form. Erfahrene Trainer wie Otakar Katak hatten sich zeitlich perfekt und zuverlässig ausgebildet und so konnten alle ihre Maschinen beruhigt im Parc Fermé abstellen. Der Präsident des Internationalen Motorradverbandes, Herr Rodil del Valle, besichtigte in Begleitung des ersten Vizepräsidenten der FIM, Bogdan Matuschak, und des stellvertretenden Vorsitzenden der Technischen Kommission, Jan Křivka, des langjährigen Managers der tschechoslowakischen Fahrer, das ganze Sportareal und erklärte, die Tschechoslowaken hätten noch vor Beginn des Wettbewerbs einen Weltrekord erreicht, und zwar auf dem Gebiet der Organisation und der Vorbereitung der Sechstagefahrt. An der feierlichen Eröffnung nahmen auch Repräsentanten der tschechoslowakischen Regierung teil. Den Vorbeimarsch der Teilnehmer eröffneten die Australier und hinter ihnen kamen die Repräsentanten von 18 Staaten aus 4 Kontinenten. Die Verteidiger der Welttrophy der letzten 2 Jahre, die Fahrer aus der Bundesrepublik Deutschland. Und hier die tschechoslowakischen Repräsentanten. Erwin Schmieder und Sviatoslav Maschita geben die Welttrophäe und die Silbervase zurück, die ihre Mannschaften im Vorjahr errungen haben. Mitglieder der Wehrsportorganisation aus Pardubice bewiesen in einem reichhaltigen Programm ihr hohes Können sowie die hervorragenden Eigenschaften der Motorräder Chevette.
Die slowakische Volkstanzgruppe Lučica trug mit ihrem Temperament zur guten Stimmung bei, und so wurde die feierliche Eröffnung eine optimistische Ouvertüre des großen Sportereignisses. Die 6-Tage-Fahrt konnte beginnen. Der erste Tag war ein Tag der Marke Java. Alle Fahrer, auch der Kanadier Weiß, bekamen Küchlein mit auf den Weg. Erst 15 Minuten vor dem Start durften sich die Fahrer ihre Maschinen im Parc Fermé abholen und die Start klar machen. Die ersten spannenden Augenblicke. Wird es für Versager bei der Startprüfung 50 Strafpunkte geben? Alle nahmen diese erste Hürde. Frau ahnt noch nicht, was ihn erwartet. Er ist konzentriert und gelassen. Keine Eile. Die 6-Tage-Fahrt ist nicht durch ein Vorpreschen am Start zu gewinnen. Da braucht Erfahrung und Ausdauer, die ganzen 6 Tage lang. Und das weiß auch der Tschechoslowake Petr Válek aus dem tschechoslowakischen Silberwarte-Quartett. Einen gelassenen Eindruck macht auch Dritti vom italienischen Weltprofi-Team. Er wird zu den Besten der am zahlreichsten besetzten 250er-Klasse gehören. Über den Hügeln des Vartas kreist auch ein Hubschrauber des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Die Trasse der ersten Etappe absolvierten alle 313 Fahrer ohne Zwischenfälle. Der Wettbewerb verläuft bei normalem Straßenverkehr, deshalb müssen auch alle Verkehrsregeln eingehalten werden. Nur dort, wo die Sonderprüfungen verliefen, war die Strecke für den normalen Verkehr gesperrt. Jeden Tag erwartete die Fahrer in den Straßen von Považská Bystrica eine Akzelerationsprüfung. Auf einem 200 Meter langen Abschnitt musste jeder Fahrer die größte Geschwindigkeit aus seiner Maschine herausholen. Jede Sekunde bedeutete 5 Punkte. Nach den eintönigen Vorjahrsetappen in Österreich erwartete man, dass die tschechoslowakischen Organisatoren der 6-Tage-Fahrt das gebührend harte und raue Terrainantlitz wiedergeben werden. Diese Olympiade des Motorsportes soll auf der Trasse, im Gelände und nicht nur bei Geschwindigkeitsprüfungen entschieden werden. Schon der erste Tag ließ erkennen, dass die Veranstalter diese Erwartungen nicht enttäuscht haben. Die entscheidenden Strecken führten über steinige Wege, über Waldpfade voll Lehm und tückischer Baumwurzeln. Hier hatten zahlreiche schwächere Fahrer die ersten Sorgen. Im Gelände entscheidet nicht die Schnelligkeit, sondern die Fahrtechnik. Hier kamen die Streckenkommissare zu Wort. Das sind meist erfahrene ehemalige Fahrer, denen es allein mit ihren Helfern gestattet ist, den Fahrern Hilfe zu leisten, wenn eine Streckenblockierung droht. Der Österreicher Herbert Polz war für jede Hilfeleistung mehr als dankbar. Nach dem ersten Tag stand an der Spitze des Wettbewerbs um die Welttrophäe die Tschechoslowakei vor der Bundesrepublik Deutschland und Italien. Im Ringen um die Silbervase lagen die Tschechoslowaken auf Rang 4. Man sprach auch viel von den Italienern. Petrogalli ließ sich bei einer Getriebereparatur Fremdhilfe leisten und wurde dafür von der internationalen Jury disqualifiziert. Das ganze italienische Profi-Sextett wurde daraufhin vom Repräsentanten der Firma KTM von der 6-Tage-Fahrt abberufen. Hier siegten Firmeninteressen über faires, sportliches Ringen. Asphaltstrecken gab es bei den Six Days nur ganz wenige, eben nur, dass die Fahrer den Kot von ihren Reifen herunterbekamen. Es gab nicht einmal viel Schlamm. Die ersten 4 Tage waren trocken, die Strecke war fest und für den Großteil der Fahrer gab es keine Probleme.
Vielleicht war dies der Grund, warum die Veranstalter auch einen schlammigen Teilabschnitt bestimmten, wo die Fahrer ein Dorfmoor zu durchqueren hatten. Die Erfahrenen und Besonnenen passierten es mit Sicherheit. Andere hatten ihre liebe Mühe, sich im Sattel zu halten. Bei der 6-Tage-Fahrt braucht es eben auch Köpfchen. Am Ende des 3. Tages meldete sich schon die Ermüdung. Die Zahl der Stürze nahm zu und die schwierigeren Strecken kosteten viel Schweiß und Anstrengung. Nur die Besten hatten vor der Zeitnahme die paar so notwendigen Minuten zugute. Die Engländer waren tief betrübt. Sie hatten für diese 6-Tage-Fahrt ihre Java-Maschinen gegen Suzuki, KTM und Bultaco eingetauscht und zahlten schwer drauf. Nach der ersten Hälfte des Wettbewerbes war es klar, dass um die Welttrophäe nur die Fahrer der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakei und um die Silbervase außer ihnen noch die Italiener kämpfen werden, die hier an der Spitze standen. Jede Etappe beinhaltete auch eine Sonderprüfung im Gelände. Jede Sekunde der gemessenen Zeit bedeutete einen Punkt für die Endklassifizierung. Die Tschechoslowaken gehörten hier zu den Besten und machten hier erfolgreich die Verluste wett, die sie bei den Akzelerationsprüfungen hinnehmen mussten, da viele ihrer Gegner schneller waren. Vor allem Maschita bewies überzeugend, dass er ein Meister des Geländes ist. Am Ende des 4. Tages verlangsamten aber die Fahrer auch hier ihr Tempo. Wegen der festgefressenen Kurbelwelle seiner Zündabmaschine musste der Trophyfahrer der Bundesrepublik Rottler aufgeben. Alles schien entschieden zu sein. Aber das war noch lange nicht der Fall. Auf jedem Meter konnte ein Fahrer stürzen. Und da heißt es dann im Scherz, mir ist der Leibchen gefallen. Deshalb fuhren sie nunmehr mit größter Aufmerksamkeit und Besonnenheit. Wenn die Ballone in Sicht waren, die über dem Stadion von Powazka Bystrica grüßten, atmete wohl jeder Fahrer erleichtert auf. Nun, das wäre geschafft. Und wer Minuten zugute hatte, der war froh. Die Fahrer wechselten meist die Hinterreifen, schmierten, was notwendig war, und schafften den Dreck vom Motor. Hau war diesmal trauriger. Sein Team war aus dem Kampf um die Welttrophäe ausgeschieden. Dennoch fuhr er weiter. Vielleicht reicht es für eine Goldmedaille der Finn. Hier beendete Tervalek einen Reifenwechsel. Nur wenige Minuten hat er dafür gebraucht. Der Trainer Rattay war mit seinem Silbervase-Quartett zufrieden. Sein Team fährt vorderhand auf Rang 2. Mann war in der Klasse über 500 Bester und trug so zur Leistung des Trophy-Teams bei. Und während Eduard Hau missmutig war, antwortete Jörg Kastelbulka bereitwilligst auf alle Fragen der Journalisten. Und dann geschah es. 4 Tage hatte es auf sich warten lassen. Am 5. begann es zu regnen. Den Zuschauern machte es kaum viel aus. Für die Fahrer bedeutete der Regen einen unerwarteten Höhepunkt des Wettbewerbs. Die Wege an den Berghängen verwandelten sich zu Wildbecken, der Lehmboden in eine gefährliche Rutschbahn. Die niedrig hängenden Wolken verhießen nichts Gutes. Die schwächeren Kubaturen vermochten das noch einigermaßen intakte Gelände ohne Zeitverluste zu bewältigen. Die stärkeren Maschinen verstopften bald die Strecke und fuhren oft dorthin, wo der Fahrer es gar nicht wollte. Jeder musste die letzten Kraftreserven aufbieten.
Wer bis zur letzten Zeitnahme durchhielt, war ein Held. Dies brachten nur 102 Fahrer zutage. Franciszek Mrazek hatte die Nase voll. Im Trophy-Wettbewerb lagen die Tschechoslowaken gut im Feld, aber bei der Silbervase waren ihnen die Fahrer der DDR mit ihren leichten Simson-Maschinen zuvorgekommen und hatten einen 30 Minuten Vorsprung. Machita vermochte selbst diese grausamen Bedingungen nicht unterzukriegen. Die Italiener hatten schon alle Hoffnungen begraben, während die Fahrer aus der DDR schon nach der Silbervase griffen. Wird ihnen der Sieg gelingen, wie in den 60er Jahren? Aber am letzten Tag änderte sich die Situation. Die Maschinen mit kleinen Kubaturen mussten als erste ins Gelände und vermochten es nicht ohne Strafpunkte zu bewältigen. Das Team der DDR musste bei jeder Zeitnahme große Verluste in Kauf nehmen. Die Tschechoslowaken packten die Gelegenheit beim Schopf und legten sich ins Zeug. Vor der letzten Geschwindigkeitsprüfung begannen die Begleitmannschaften fieberhaft zu rechnen. Machita wusste schon Bescheid und machte auch kein Hehl daraus, dass Hoffnung bestand, beide höchsten Preise zu erringen. Diese Maschine hatte schon allerhand erlebt. Sie bildete einen Bestandteil der Aufstellung über die Entwicklung der tschechoslowakischen Motorräder seit Anfang dieses Jahrhunderts. Das Nationalunternehmen Java zeigte auf dieser Schau nicht nur erfolgreiche Sportmodelle der letzten Zeit, sondern auch alles, was in diesem Werk seit seiner Gründung gebaut wurde. Und es ist kein Wunder, dass diese alten Maschinen auch die Fahrer bewunderten, die die Tschechoslowakei bei den bisherigen Jahrgängen der Sechstagefahrt erfolgreich repräsentiert hatten. Und als sie am Abend zusammenkamen, gedachten sie vor der Fernsehkamera fröhlicher und ernster Erlebnisse aus vergangenen Tagen. Die abschließende Geschwindigkeitsprüfung. Weder Hau noch seine Mitfahrer aus den Teams der BRD hatten etwas zu verlieren oder zu gewinnen. Nur den anderen konnten sie den Kopf schwer machen. In lebhafter Erinnerung war der Schluss der Sechstagefahrt in Camerino, als sich die Italiener durch ihre temperamentvolle Fahrt und seltene Rivalität selbst um die Silbervase brachten. Die Betreuer der tschechoslowakischen Fahrer konnten aus den bisherigen Angaben der Zeitnahmen errechnen, dass der Vorsprung der DDR-Fahrer um die Silbervase ausgeräumt werden konnte und dass noch demnach Hoffnung besteht, auch diese Trophäe zu erringen. Otakar Kasak brauchte, um die Welttrophy keine Angst mehr zu haben, und deshalb stellten alle Fahrer ihr hervorragendes Können in den Dienst des Ringens um die Silbervase. Walek kämpfte um jede Sekunde und mit ihm alle anderen, bis zum letzten Meter. Und als dann der letzte Fahrer abgewinkt wurde, war es klar, die Tschechoslowaken hatten auf Java-Maschinen beide Hauptpreise des Sechstagerennens gewonnen. Eine zufriedene Müdigkeit griff um sich. Jeder wusste, dass er für den Sieg der tschechoslowakischen Farben alles getan hatte, was in seinen Kräften stand. Die Freude war groß. In den letzten 2 Jahren hatten die tschechoslowakischen Fahrer vergebens versucht, beide Trophäen zu erringen. Und jetzt war es ihnen gelungen. Und dann kam nur noch der feierliche Schlusspunkt. Die Welttrophy übernahm aus den Händen des ersten FIM-Vorsitzenden Bogdan Matuschak der Kapitän der tschechoslowakischen Mannschaft Pietoslav Machita zusammen mit Franciszek Mrazek, Josef Císař, Jiří Stodulka, Otakar Toman und Stanislav Loch. Die Silbervase nahmen Diplom-Ingenieur Milan Jedlička, Pavel Cihelka, Petr Walek und Jiří Pošík in Empfang.
Rang 1 im Wettbewerb der Clubmannschaften errang das Team des zentralen Automotorclubs Schwarzarm Jaroslav Marek, Jaroslav Braun und Miroslav Pokorny. Allen gebührte der Beifall, der bekräftigte, dass die Motorradmarke Java und die tschechoslowakischen Fahrer bei der Sechstagefahrt die Besten der ganzen Welt waren.